Erst kürzlich hatten wir ein Video auf meinem Kanal, wo ich euch gezeigt habe, wie man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ganz einfach und schnell ein Buchcover erstellen kann und wie man das bei Amazon KDP hochlädt. Da ihr das Thema KI und die Verbindung zwischen KI und Amazon KDP anscheinend sehr, sehr feiert, habe ich mir gedacht, wir machen heute direkt im Anschluss an die Erstellung eines Buchcovers weiter mit dem Thema Malbücher. Mit Sicherheit kennt ihr Seiten wie Creative Fabrica, wo man vorgefertigte Designs speziell zu Malbüchern entweder mit einem monatlichen Abonnement umsonst herunterladen kann oder die Einzelgrafiken kaufen kann, um diese für sein KDP Publishing Business zu nutzen. Allerdings haben wir hier immer den Nachteil, dass natürlich nicht nur ihr Zugriff auf diese Bilder habt, sondern auch alle anderen, die ein monatliches Abonnement haben oder sich die Grafiken kaufen. Das heißt, die Chance ist sehr, sehr groß, dass hier kein Unique Content produziert wird, sondern ihr einfach die gleichen Images habt wie andere Konkurrenten auch. Und das sieht Amazon überhaupt nicht gern, wenn Bücher mit gleichen Inhalten auf ihrer Plattform veröffentlicht werden. Dadurch kann es natürlich sein, dass ihr eine Accountsperrung riskiert oder gut laufende Bücher vom Markt genommen werden. Und das möchten wir natürlich nicht. Wir wollen ein sicheres Business aufbauen. Natürlich gibt es neben Creative Fabrica auch Canva, wo man vorgefertigte Templates zu Kindermalbüchern nutzen kann. Hier gibt Canva immer die Vorgabe, ihr könnt die Grafiken nutzen, allerdings müsst ihr die noch selber bearbeiten, damit wieder ein neues Produkt daraus entsteht. Aber auch hier haben wir wieder keinen einzigartigen Content, denn nicht nur ihr könnt auf die Grafiken zugreifen, sondern alle, die ein Canva-Abonnement haben, ebenfalls. Allerdings leben wir natürlich jetzt gerade in einer sehr, sehr spannenden Zeit, wo wir künstliche Intelligenz möglicherweise dafür nutzen können, um uns Malbücher neben Coverdesigns erstellen zu lassen. Und genau das schauen wir uns heute an. Ich zeige euch, wie ihr ganz einfach und schnell mit KI sehr schöne Malbuchseiten erstellen lassen könnt. Und in Verbindung mit dem letzten Video, das ich dir rechts oben verlinke, habt ihr die perfekte Vorlage, um komplett ein fertiges Buch relativ schnell und einfach herzustellen. Das heißt, ihr habt die Vorlage mit dem Coverdesign, ihr habt die fertigen Seiten mit den Malbuchseiten und das könnt ihr direkt so auf Amazon hochladen. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Ich würde sagen, wir beginnen einfach direkt dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben uns angeschaut, wie man mit Hilfe von DALL-E 3, einer künstlichen Intelligenz von OpenAI, die auch ChatGPT entwickelt haben, einfache Malbuchseiten erstellen lassen können. Wir hatten bereits das Thema Halloween, das Thema Weihnachten und das Thema Ostern und wir haben uns Buchcover erstellen lassen zu jedem einzelnen Thema. Und ich würde sagen, da Halloween am Dienstag, am 31.10. vor der Tür steht, schauen wir uns einfach mal an, was DALL-E 3, die künstliche Intelligenz, alles so drauf hat im Bereich Malbücher. Und bevor wir einsteigen, den Vorteil von DALL-E 3 haben wir natürlich, dass wir hier einzigartigen Content erstellen können, denn jeder gibt die Prompts, also die Anweisungen anders ein. Es wird immer ein Bild kreiert, was es so noch nicht gab, vermutlich noch nicht gab. Und ich denke, dass mit jeder Malbuchseite ihr der Erste seid, der so eine Seite in seinem Buch verwendet. Ganz arg wichtig bei Malbüchern, ihr müsst immer der KI mitgeben, für wen genau, also wer ist die Zielgruppe eures Buches. Klar, ihr habt ein Malbuch, aber es könnte zum Beispiel sein, dass eure Zielgruppe Erwachsene sind, Teenager, Kinder oder Kleinkinder. Weil je nachdem, welche Zielgruppe ihr habt, habt ihr natürlich auch andere Designs bzw. andere Schwierigkeitsgrade in den Malbuchseiten. Ein Erwachsener braucht vielleicht viel, viel feinere Bilder, wo er sich wirklich kreativ ausleben kann, im Vergleich zu einem Kleinkind, wo hier relativ große Images in der Malbuchseite sein müssen und wo nicht so viel Detaillierungsgrad gefordert ist. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, wir haben jetzt das Thema Halloween, das heißt, ich habe DALL-E 3 die Anweisung gegeben, ein Malbuch für Kinder mit dem Thema Halloween zu erstellen. Die Zielgruppe ist zwischen 5 und 10 Jahren alt. Die Ränder der Grafiken sollen schwarz sein und das Innere weiß. Zudem sollten die Ränder etwas dicker sein, damit die Kinder auch Platz zum Malen haben. Und DALL-E 3 hat mir einmal dieses Image erstellt und dieses Image. Die Images sind von der Aufmachung wirklich sehr, sehr schön. Ja, wir haben hier süße Illustrationen. Allerdings, was mir nicht gefällt, was euch sicherlich auch nicht gefallen wird, es sind doch relativ viel schwarze Flächen dabei
Und als Kind tut man sich hier etwas schwierig, die Sachen auszumalen. Außerdem sind die Grafiken auch sehr, sehr fein, gerade für Kleinkinder. Hingegen haben wir tatsächlich etwas gröbere Umrisse, aber trotzdem ist es mir noch ein bisschen, auf dem Malbuch ist zu viel los. Ja, aber ihr seht schon, welche Qualität Dall-E 3 Malbuchseiten erstellen kann. Ich habe dann die Anweisung gegeben, dass die Bilder, die Dall-E 3 gerade erstellt hat, zu fein zum Ausmalen sind und die KI bitte gröbere Bilder mit mehr Platz zum Ausmalen erstellen soll. Und daraufhin hat mit Dall-E 3 diese zwei Images erstellt. Einmal hier ein Kürbis und ein Geist und einmal hier eine Katze mit einem Hut. Das geht schon eher in die Richtung für Kinder zwischen 5 und 10, ja, die sind noch nicht so fein mit dem Stift, haben hier relativ viel Platz zu malen. Man kann sich streiten, ob die Augen etwas zu übertrieben sind für Kinder, aber ich denke, hier haben wir schon Images, die sehr, sehr gut für Kinder zum Ausmalen sind. Und das Schöne an Dall-E 3, wir können einfach in dem Chat bleiben und sagen, okay, die Bilder gefallen uns, erstell mir bitte noch 2 Entwürfe. Und wir sehen, es wurden 2 weitere Entwürfe entwickelt, einmal eine Spinne, einmal eine Süßigkeitenbox. Die Spinne ist relativ süß, ja, man kann hier auch relativ viel und gut ausmalen. Auch der Kürbis bietet Platz zum Ausmalen. Was mir aber nicht gefällt, sind die Schatten. Ihr seht hier diese kleinen Schattierungen beim Kürbis, bei den Süßigkeiten. Und hier sagen wir mit Dall-E 3 einfach, dass es neue Grafiken erstellen soll mit weniger Schattierung. Oh. Okay, das ist ein bisschen witzig. Das Gespenst auf der rechten Seite sieht sehr, sehr gut aus. Ja, aber natürlich ein Echsenhut, der auf einem Besen reitet, würde ich jetzt nicht empfehlen. Das heißt, hier einfach weiter dranbleiben. Ihr seht auf jeden Fall, ihr könnt mit dem Chatbot von Dall-E 3 mit der KI relativ einfach kommunizieren und euch so diverse Malbuchseiten stellen lassen. Ja, wir haben jetzt allein, wenn wir alle Entwürfe einfach nehmen, haben wir schon 6 Seiten für unser Malbuch fertig. Ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal kurz zum Thema Weihnachten, weil das könnte noch passen für euch Self-Publisher, dass ihr noch kurz vor der Weihnachtszeit ein gutes Buch auf den Markt bringen könntet. Und deswegen lassen wir uns Dall-E 3 Malbuchseiten zum Thema Weihnachten erstellen. Auch damit hat Dall-E 3 überhaupt keine Probleme. Ja, ich habe ihm einfach gesagt, dass es Malbuchseiten zum Thema Weihnachten erstellen soll und dass die Zielgruppe wieder Kinder sind. Und schon hat uns die KI 2 meines Erachtens schöne Bilder erstellt. Hier einen Weihnachtsbaum, wo man wirklich auch gut ausmalen kann. Und hier einen Weihnachtsmann, der mir sehr gut gefällt zum Ausmalen, mit diesem Schild zum Nordpol. Und hier habt ihr die Möglichkeit, wie ich es euch schon gezeigt habe, wirklich unzählige Seiten erstellen zu können. Und ihr kommt ganz einfach, ich würde sagen, in einer Stunde seid ihr da durch mit 100 bis 120 Einzelgrafiken für euer Malbuch. Jetzt hatten wir nur den Bereich der Kinder, aber vielleicht habt ihr auf Amazon schon mal solche Elemente gesehen für Erwachsene, wo es wirklich darum geht, sehr, sehr fein strukturierte Bilder auszumalen. Ja, das Thema kann zum Beispiel sein Blumen oder auch Tiere. Und wir schauen jetzt mal, ob Dall-E 3 auch in dieser Hinsicht gute Arbeit leisten kann. Ich habe jetzt Dall-E 3 die Anweisung gegeben, dass die Zielgruppe nicht mehr Kinder sind, sondern wir wechseln zur Zielgruppe der Erwachsenen. Ich brauche hier eine Seite zum Ausmalen und das auszumalende Element ist ein Tiger. Allerdings sollen die Linien sehr fein sein und die Tigergrafik soll abstrakt sein. Und Dall-E 3 macht hier wirklich einen sehr, sehr guten Job. Wir haben hier eine Art Mandala, ja, ein Tiger, aber die Elemente sind sehr, sehr fein. Man kann es hier sehen, man hat zwar Platz zum Ausmalen, aber trotzdem muss man hier schon wirklich viel Arbeit investieren. Und gerade Erwachsene feiern solche Bücher auf Amazon, wo sie wirklich sehr, sehr detailreiche Bilder zum Ausmalen haben. Auch die andere Grafik gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ihr könnt sehen, dass Dall-E 3 auch mit diesen Sachen keine Schwierigkeit hat. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt gesehen, wie man mit künstlicher Intelligenz relativ einfach Malbuchseiten, egal für welche Zielgruppe, egal für welches Thema, erstellen kann. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie wir die ganze Thematik einfach in Canva umsetzen, um so ein schönes Malbuch erstellen zu können. Wenn ihr in Canva seid, erstellt ihr eine neue Vorlage. Ihr könnt sehen, ich habe für das Malbuch eine 8,5 x 8,5 Inch Vorlage ausgewählt, weil viereckige Malbücher relativ dominant auf Amazon sind. Und wie ihr sehen könnt, ich habe mir die Grafiken bei Dall-E 3 heruntergeladen und in Canva wieder hochgeladen, eingefügt, 2 Seiten erstellt und ihr könnt sehen, dass es schon mal sehr, sehr gut aussieht. Und man kann jetzt relativ einfach zum Beispiel hier die Seite nach oben schieben, vergrößern, an die Seite anpassen und schon habt ihr auf die ganze Malbuchseite den auszumalenden Tiger. Das gleiche können wir hier mit der zweiten Grafik auch machen.
Und ihr könnt sehen, dass ihr hier wirklich eine sehr, sehr schöne Ausmalseite für Erwachsene habt. Ja, meines Erachtens sieht es sehr, sehr gut aus. Ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ihr links und rechts Elemente habt, dass die sich nicht überschneiden. Jetzt habe ich noch einen super Geheimtipp für euch. Wenn ihr die Bilder runterladet, ihr könnt es sehen, wir haben hier einen leichten weißen Rand. Wenn ich jetzt nämlich die Hintergrundfarbe in zum Beispiel diese Farbe ändere, seht ihr, dass wir hier noch das weiße Element des Hintergrunds haben. Und ich wäre natürlich nicht wenn ich nicht einen geilen kleinen Geheimtipp für euch hätte. Es gibt eine Seite, die heißt remove.bg, das heißt Remove Background, und hier könnt ihr per Drag and Drop die Grafik, die ihr runtergeladen habt, einfügen und das Tool eliminiert den kompletten Hintergrund und gibt euch nur noch die Einzelgrafik zurück. Die könnt ihr runterladen und dann wieder in Canva hochladen und das ganze Thema sieht dann so aus. Auch hier sieht es erstmal so aus, als hätten wir noch den weißen Hintergrund. Allerdings ist dieses Bild transparent. Und wenn ich jetzt die Hintergrundfarbe ändere, seht ihr, dass überall die Hintergrundfarbe geändert wird. Nur das Element des Tigers bleibt bestehen. Dann sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr von diesem Tool haltet. Ob ihr es vielleicht schon nutzt für Malbuchseiten oder ob ich euch Inspiration geben konnte, wie ihr KI für Malbücher nutzen könnt. Wie gesagt, über ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Matthias.